Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn die unheimlichsten Dinge auf der Erde keine antiken Ruinen oder Geistergeschichten sind, sondern real? Lebendig und gerade jetzt im Kongo versteckt? Dieser Ort ist voll von verrückten Entdeckungen, Kreaturen, die nicht existieren sollten, Ruinen, die niemand erklären kann, und Geheimnisse, über die Wissenschaftler nicht sprechen. Warum wurde das alles so lange ignoriert? Und was noch wichtiger ist, was gibt es sonst noch? Heute stellen wir 28 gruselige, bizarre und geradezu erschreckende Entdeckungen aus dem Kongo vor, die den Menschen immer noch Angst machen. Du wirst es nicht glauben. Nummer 7. Der flüsternde Baum. Tief im schattigen Dschungel der kongolesischen Mabali-Region steht ein Baum, der anders ist als alle anderen. Die Einheimischen nennen ihn Labrakishu, aber die meisten Außenstehenden kennen ihn unter einem noch schaurigeren Namen, der flüsternde Baum. Dieser uralte Riese, der über 500 Jahre alt ist, hat etwas Unheimliches an sich. Wenn der Wind durch seine verdrehten Äste streicht, raschelt er nicht. Er spricht. Eine leise, flüsternde Stimme, als ob etwas oder jemand versucht zu kommunizieren. Für die Dorfbewohner ist er heilig. Sie glauben, dass der Baum die Stimmen der Toten wiedergibt und die Weisheit und die Warnungen ihrer Vorfahren widerhallen lässt. Aber selbst Wissenschaftler können es nicht erklären. Sie haben die Rinde, die Blätter und das umliegende Gelände untersucht und können die Quelle des Flüsterns immer noch nicht lokalisieren. Aber hier ist die Frage, die niemand stellen will. Was ist, wenn es nicht nur der Wind ist? Was ist, wenn der Baum zurückflüstert? Und was ist, wenn er nicht allein ist? Denn im Herzen des Kongo sind die Bäume nicht die einzigen Giganten, die sich im Verborgenen halten. Die riesigen Kreaturen des Kongo. Im Dschungel des Kongo gibt es eine Spinne, die so groß wie ein Essteller ist. Man nennt sie Djeba Fofi und sie ist echt genug, um Netze über ganze Dschungelpfade zu spinnen. Manche sagen, sie hätten gesehen, wie sie Ratten in ihr Nest schleppt. Das sind keine Lagerfeuergeschichten. Diese Geschichten verbreiten sich schon seit Jahrzehnten. Und dann ist da noch der Goliath-Käfer, ein echter, lebender Panzer von einem Käfer. Er ist über 10 cm lang und wiegt so viel wie ein großes Ei. Und ja, er fliegt. Die Frage ist, wenn diese Dinge existieren, was versteckt sich dann noch da draußen im Dunkeln? Glaubst du es? Oder ist es nur Dschungelklatsch? Hinterlasse einen Kommentar, klicke auf Gefällt mir und abonniere die Seite, denn das ist erst der Anfang. Die wahren Albträume liegen noch vor uns. Theorien über die kongolesischen Wurzeln von Stonehenge. Einige neuere Theorien legen eine mögliche Verbindung zwischen Stonehenge und dem Kongo nahe. Stonehenge in Wiltshire, England, wurde vor etwa 4000 bis 5000 Jahren aus massiven Steinen errichtet, die teilweise bis zu 25 Tonnen wiegen. Diese Steine sind auf himmlische Ereignisse wie die Sommersonnenwende ausgerichtet. Einige Fossilienfunde deuten darauf hin, dass die Steine aus Zentralafrika, möglicherweise aus dem Kongo, als Teil einer alten geologischen Formation stammen könnten. Es gibt jedoch keine soliden archäologischen Beweise für diese Idee, sodass diese Theorie spekulativ bleibt, aber weiterhin Interesse weckt. Der Dingoneck. Wenn antike Monumente ihre Wurzeln in Afrika haben könnten, welche anderen antiken Kreaturen könnten dann noch durch die Wälder streifen? Der Dingoneck ist ein legendäres Wesen aus dem Kongo-Becken, das einer Mischung aus Löwe, Bär und Leopard ähnelt und einen fischartigen Schwanz hat. Geschichten über seine wilde Natur und seine Angriffe auf Menschen sind seit Generationen im Umlauf. Einer der frühesten Berichte stammt aus dem Jahr 1907 von dem Jäger John Alfred Jordan in der Nähe des Viktoriasees. Auch der Entdecker Edgar Beer Bronson erwähnte es in seinem Buch von 1910, in dem er die Berichte von Dorfbewohnern über das Tier wiedergab. Trotz mehrerer Expeditionen konnte die Existenz des Dingoneck nicht nachgewiesen werden, sodass er in der Folklore des Kongo weiterhin ein Geheimnis bleibt. Von mythischen Bestien bis hin zu verschwundenen Imperien. Was passiert, wenn Macht ein Paradies tief im Dschungel errichtet, nur um es dann zerfallen zu sehen? Gbadolite, das Ruinendorf. Gbadolite, ein Dorf im Nordwesten des Kongo, erlangte unter Mobutu Sese Seko, der von 1965 bis 1997 regierte, Berühmtheit. Er verwandelte es in einen luxuriösen Zufluchtsort und baute verschwenderische Paläste wie das Versailles des Dschungels mit Marmorböden und goldbedeckten Wänden. Auch ein internationaler Flughafen wurde gebaut, um Würdenträger aus aller Welt zu empfangen.
Nach dem Sturz Mobutus im Jahr 1997 verfiel das Dorf. Die Paläste wurden aufgegeben und ihre Pracht verblasste. Heute erinnert Gbadolite an eine längst vergangene Ära des Exzesses. Aber was wäre, wenn die Legenden des Kongo nicht mit den gestürzten Anführern gestorben wären? Einige Geschichten legen nahe, dass Kreaturen aus der Vorgeschichte auch heute noch am Leben sein könnten. Bevor ich auf Entdeckungsreise gehe, habe ich eine besondere 10-Sekunden-Bitte an alle, die zuhören. Wenn ihr mir in irgendeiner Weise helfen könnt, drückt einfach die Benachrichtigungsglocke und den Abo-Button. Das hilft diesem Kanal so sehr. Und wenn ihr das tut, werde ich alles tun, was ich kann, um diese Sendung noch besser für euch zu machen. Abgemacht? Der Kasai Rex. Im abgelegenen Kongo, in der Nähe des Kasai-Flusses, erzählen sich die Einheimischen seit langem Geschichten über den Kasai Rex, ein dinosaurierähnliches Reptil. Stämme wie die bambudianischen Pygmäen glauben, dass es sich um einen lebenden Dinosaurier handelt. Die Berichte reichen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. In den 1950er Jahren untersuchte der belgische Kryptozoologe Bernard Heuvelmans die Legende, befragte Zeugen und untersuchte große Fußabdrücke. Ein wissenschaftlicher Beweis für die Existenz der Kreatur konnte jedoch nie erbracht werden. Viele glauben, dass es sich bei den Geschichten um Fehlinterpretationen oder Folklore handelt. Selbst unter den bestätigten Arten gibt es im Kongo immer wieder Tiere, die so seltsam sind, dass sie wie aus einer anderen Welt erscheinen. Könnte sich eines von ihnen im Verborgenen verstecken? Das rätselhafte Okapi. In den Wäldern des nordöstlichen Kongo ist das Okapi ein seltenes und einzigartiges Tier. Es wurde von westlichen Wissenschaftlern in den frühen 1900er Jahren entdeckt und hat einen giraffenähnlichen Körper und zebraähnliche Beine. Obwohl es einem Zebra ähnelt, ist es eng mit der Giraffe verwandt und wurde 1901 offiziell klassifiziert. Das im Ituri-Wald und im Virunga-Nationalpark beheimatete Okapi fügt sich mit seinem dunklen, samtigen Fell in seine Umgebung ein. Sein wissenschaftlicher Name: Okapia johnstoni, ehrt Sir Harry Johnston, der dazu beitrug, ihn weltweit bekannt zu machen. Und gerade, wenn man glaubt, alles gesehen zu haben, offenbart der Himmel etwas Ungeheuerliches, das sich nicht fassen lässt. Die Legende der Riesenschlange. 1959 berichtete der belgische Pilot und Kriegsveteran Remy Van Lier, dass er bei einem Flug über Katanga im Kongo eine Riesenschlange gesehen habe. Er und seine Crew behaupteten, die Schlange sei etwa 15 Meter lang gewesen und habe sich fast 3 Meter über den Boden erhoben. Van Lier machte ein Foto der Kreatur, bei der es sich vermutlich um eine riesige Netzpython handelt. Obwohl seither keine handfesten Beweise aufgetaucht sind, bleibt die Sichtung eines der größten Rätsel des Kongo. Aber es sind nicht nur Lebewesen, die verblüffen. Manche Entdeckungen widersprechen sogar den Gesetzen der Physik. Die elektrischen Steine von Mangano. In Mangano, Kongo, wurden Wissenschaftler durch die Entdeckung von elektrisch geladenen Steinen fasziniert. Diese dunklen, glänzenden Steine scheinen Funken zu sprühen, wenn sie aneinander gerieben werden, ähnlich wie bei Schweißgeräten. Ein virales Video zeigte Einheimische, die diesen Effekt demonstrierten und damit weltweites Interesse erregten. In einem unbestätigten Test wurde behauptet, dass eine Glühbirne mit nur 1 Gramm Stein 72 Stunden lang leuchten konnte. Andere behaupteten, größere Steine könnten sogar Werkzeuge schweißen. Obwohl einige sie mit fiktivem Vibranium vergleichen, bleiben diese Berichte unbestätigt und wecken weiterhin die Neugierde der Forscher. Von elektrisierenden Mineralien bis hin zu unheimlichen Klängen. Die Wissenschaftler verblüffen, was will uns der Kongo noch sagen? Die unerklärlichen Klänge des Herzens des Kongo. Tief im Regenwald des Kongo geben seltsame und gespenstische Geräusche den Einheimischen und Wissenschaftlern seit Jahrzehnten Rätsel auf. Diese Geräusche, die oft als unheimlich beschrieben werden, kommen aus unbekannten Quellen tief im Dschungel. Immer wieder tauchen Berichte auf. Zuletzt im Jahr 2005. 1998 nahm die Biologin Dr. Karen Anderson die Geräusche auf. Und stellte deutliche Muster fest. Einige Experten vermuten, dass seismische Aktivitäten, atmosphärische Effekte oder sogar unentdeckte Arten die Ursache sein könnten. Das Rätsel bleibt ungelöst. Und manchmal ist das, was man im Dschungel hört, nur ein Vorgeschmack auf das, was einem entgegenkrabbelt. Die Riesenspinnen des Kongo. In den Dschungeln des Kongo soll es Riesenspinnen geben,
die für ihre enorme Größe und ihre mehrere Meter langen Netze bekannt sind. Diese tief im Kongo-Becken lebenden Spinnen werden als Raubtiere beschrieben, die in der Lage sind, kleine Tiere zu fangen. Geschichten über sie reichen Jahrzehnte zurück. Und es wird von Netzen in entlegenen Gebieten berichtet. Wissenschaftler und Forscher sind nach wie vor fasziniert und studieren ihr Verhalten und ihre Rolle im Ökosystem. Doch inmitten der Gefahr gibt es auch Orte der Hoffnung, insbesondere für unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Ein Schutzgebiet für Schimpansen. Im Dschungel in der Nähe von Pointe Noire, Kongo, rettet das 1992 vom Jane Goodall Institute gegründete Schimpansen-Rehabilitationszentrum verwaiste und verletzte Schimpansen, die vom Verlust ihres Lebensraums und vom illegalen Wildtierhandel betroffen sind. Das Zentrum, bekannt als Chimpa, pflegt über 150 Schimpansen in naturnahen Gehegen. Es klärt die lokale Bevölkerung auch über den Naturschutz auf und wird von Tierkliniken und qualifiziertem Personal unterstützt, um die Gesundheit und Sicherheit der Schimpansen zu gewährleisten. Aber selbst Schutzgebiete sind nicht sicher vor dem, was den Kongo wirklich plagt. Unsichtbare Mörder, die sich lautlos und schnell verbreiten. Zugang zur Gesundheitsversorgung im Kongo. In Zentralafrika hat die Demokratische Republik Kongo weiterhin mit komplexen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu kämpfen. Viele Gemeinden, insbesondere in abgelegenen oder ländlichen Regionen, haben nur begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und Gesundheitserziehung. In Provinzen wie Nord-Kivu und Ituri sind die Bewohner oft auf lokale Kliniken und aufsuchende Programme angewiesen, die mit begrenzten Mitteln arbeiten. Internationale Agenturen und humanitäre Organisationen haben langfristige Unterstützung geleistet und sich dabei auf die Stärkung der Gesundheitssysteme, die Verbesserung der Gesundheit von Müttern und Kindern und die Förderung der Präventivmedizin konzentriert. Während in vielen Bereichen bereits Fortschritte erzielt wurden, zielen die laufenden Bemühungen darauf ab, den Zugang zu erweitern, Infrastrukturen aufzubauen und nachhaltige, auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu unterstützen. Diese Initiativen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Wohlergehens von Gemeinden im ganzen Land. Die verschwindenden Stämme des Kongo. In der Demokratischen Republik Kongo haben mehrere indigene Gemeinschaften, darunter Gruppen wie die Udi aus dem Etui-Wald und die Batwa in den östlichen Regionen des Landes, seit langem durch traditionelle Praktiken wie Jagen, Sammeln und Waldbewirtschaftung eine enge Beziehung zur Natur. In den letzten Jahrzehnten haben Umweltveränderungen, Landnutzungsänderungen und breitere gesellschaftliche Entwicklungen den Zugang zu ihren traditionellen Gebieten beeinträchtigt. Diese Veränderungen stellen eine Herausforderung für die Aufrechterhaltung kultureller Praktiken und Lebensweisen dar, die seit Generationen überliefert wurden. Trotz dieser Veränderungen sind viele Geschichten, Bräuche und Legenden nach wie vor tief in der Landschaft verwurzelt, vor allem in der Nähe von Flüssen und Seen, wo die lokalen Überlieferungen von geheimnisvollen Kräften und uralten Kreaturen erzählen, die unter der Oberfläche verborgen sind. Die Flussbestie des Kongo. In den Flüssen des Kongo erzählen die Einheimischen von der Mahamba, einer legendären Kreatur, die ein bis zu 10 Meter langes Riesenraubtier sein soll. Sie soll sich in tiefen Gewässern verstecken und angeblich Tiere und Boote überfallen. Die Geschichten über den Mahamba werden seit Generationen entlang des Kongo-Flusses weitergegeben. Für viele verkörpert es den wilden und geheimnisvollen Geist der Region. Obwohl die Existenz dieser Kreatur weit verbreitet ist, bleibt sie unbestätigt, was sie zu einer der beständigsten Legenden des Kongo macht. Unter der Oberfläche liegt eine andere Welt, eine, die den Schlüssel zur Rettung des gesamten Planeten enthalten könnte. Die Torfgebiete des Kongo. Tief im Zentralkongo liegt das Kongo-Torfland, der größte tropische Torflandkomplex der Welt. Diese Feuchtgebiete erstrecken sich über 145.000 Quadratkilometer und bestehen aus dickem Torf, einem Boden, der sich aus zersetztem Pflanzenmaterial bildet. Sie sind für die Klimaregulierung von entscheidender Bedeutung, da sie schätzungsweise 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern, was mehr als 15 Jahre der weltweiten Emissionen aus fossilen Brennstoffen entspricht. Der Schutz der Mure ist für die Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung. Und entlang dieser Gewässer fließt ein Fluss voller Geheimnisse, sowohl wirtschaftlicher als auch uralter. Der mystische Fluss Rukii. Der Rukii-Fluss.
der in der Stadt Mbandaka etwa 750 Kilometer durch den kongolesischen Regenwald fließt, ist sowohl für seine Geheimnisse als auch für seine Bedeutung für den Handel bekannt. Lokale Legenden erzählen von unbekannten Kreaturen, darunter der Mokolambie, ein dinosaurierähnliches Wesen, das an den Ufern des Flusses umherstreifen soll. Diese Geschichten haben viele Expeditionen ausgelöst, die sich auf die Suche nach den im Fluss und im umliegenden Dschungel verborgenen Lebenszeichen gemacht haben. Abonnieren Sie diese Seite für weitere Reisen in das Unerklärliche, Verbotene und Vergessene. Denn dies ist nicht nur ein Video, sondern eine Spur von Hinweisen. Der Berg aus Gold. Im Nordosten des Kongo, in der Nähe von Chituya, begann im September 2020 ein Goldrausch, nachdem Dorfbewohner auf einem Berg reiche Vorkommen gefunden hatten. Tausende stürmten in das Gebiet und gruben mit Schaufeln in der Hoffnung, dort fündig zu werden. Die Entdeckung erregte weltweit Aufmerksamkeit, rief aber auch ernste Bedenken hervor. Da es keine Vorschriften gab, wurde der Bergbau unsicher und schädlich für die Umwelt. Die Regierung schritt bald ein und stoppte die Aktivitäten, um Sicherheits- und Umweltprobleme zu lösen. Aber manchmal ist ein Schatz nicht Gold, sondern es sind die riesigen Fußabdrücke, die auf etwas viel Größeres hinweisen. Der rätselhafte Dschungelfußabdruck. Im Jahr 2003 wurde in der Nähe des Dorfes Sui im Dschungel des Kongo ein großer Fußabdruck entdeckt. Er war über 1 Meter lang und tief in den Boden gedrückt, was auf ein sehr schweres Lebewesen schließen lässt. Der Abdruck hatte 5 Zehen und sah eher wie ein Reptil oder ein Dinosaurier als ein Säugetier aus. Wissenschaftler und Kryptozoologen nahmen Gipsabdrücke und analysierten ihre Form. Aber ihre Herkunft bleibt unbekannt. Die Kreatur, von der sie stammen, ist immer noch ein Rätsel und trägt zu den Legenden über die Wildnis des Kongo bei. Und wenn ein einzelner Fußabdruck nicht ausreicht, um ihre Fantasie anzuregen, wie wäre es dann mit einer ganzen fliegenden Bestie aus der Legende? Der Kongo-Mokele Mbembe. In der kongolesischen Folklore ist der Mokele Mbembe eine legendäre Kreatur, die einem Flugsaurier ähnelt. Sein Name bedeutet Bootsbrecher und spiegelt seinen gefürchteten Ruf wider. Sichtungen gehen bis in die frühen 1900er Jahre zurück, als der Forscher Frank Mellon Geschichten in der Nähe der Yundu-Sümpfe an der Grenze zu Sambia dokumentierte. Die Einheimischen beschreiben ihn mit ledrigen Flügeln, einer Spannweite von 4 bis 7 Fuß und einem scharf gezahnten Schnabel. Es heißt, dass er sowohl Menschen als auch Tiere angreift, obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Bleibt der Mokele Mbembe ein fester Bestandteil des kongolesischen Kulturerbes. Aber nicht alle dunklen Orte beherbergen Kreaturen aus dem Mythos. Einige bergen die Überreste echter Schrecken. Kena. Tief in den abgelegenen Wäldern der Demokratischen Republik Kongo liegt eine Höhle, die in den lokalen Überlieferungen als Kena bekannt ist, ein Ort, der Entdeckern und Forschern seit fast einem Jahrhundert Rätsel aufgibt. Durch die dichte Vegetation und das unwegsame Gelände blieb die Höhle lange Zeit unerreichbar, was ihre Mystik noch verstärkt. Im Jahr 1928 dokumentierte ein italienischer Reisender und Veteran des Ersten Weltkriegs namens Atati seinen Besuch in diesem Gebiet, als er zur persönlichen Heilung durch Zentralafrika reiste. In seinen Aufzeichnungen beschrieb er ungewöhnliche Anblicke in der Höhle, darunter eine natürliche Tierwelt und scheinbar antike Überreste, was jahrzehntelange Spekulationen und Faszination auslöste. Bis heute ist die genaue Lage der Höhle ungewiss, und in den lokalen Gemeinschaften kursieren weiterhin Geschichten über sie. Während viele Fragen unbeantwortet bleiben, ist Kena zu einem Symbol für die bleibenden Geheimnisse des Kongo geworden, wo sich Legende, Natur und Geschichte im Herzen des Dschungels vermischen. Das Gualu-Dreieck. Das Gualu-Dreieck im Nuwabala-Nduki-Nationalpark in der Republik Kongo ist ein abgelegener Regenwald, der für seine reiche Tierwelt bekannt ist, insbesondere für Schimpansen. Seit den 1990er Jahren untersuchen Forscher des Max-Planck-Instituts dort das Verhalten von Schimpansen. Wissenschaftler wie Dr. Christoph Bosch und Dr. David Morgan beobachten, wie Schimpansen Werkzeuge wie Stöcke benutzen, um Termiten zu fangen oder Nüsse zu knacken, was ihre Intelligenz zeigt. Die geschützte, unberührte Umgebung des Gebietes ermöglicht Forschungen ohne Störung durch den Menschen und bietet wertvolle Einblicke in das Lern- und Sozialverhalten der Schimpansen. Apropos Intelligenz, was wäre, wenn ein ganzes Volk die Kommunikation auf eine Art und Weise gemeistert hätte,
die die Wissenschaft noch nicht erklären kann? Baka-Pygmäen und ihre stille Kommunikation. Die Baka-Pygmäen, eine indigene Gruppe im Kongobecken, sind für ihre enge Verbundenheit mit dem Wald und ihre einzigartigen kulturellen Praktiken bekannt. Manche glauben, dass sie über große Entfernungen hinweg lautlos kommunizieren können, insbesondere bei der Jagd. Anthropologen haben solche Fälle beobachtet und erforschen weiterhin mögliche Erklärungen. Die Baka verbinden diese Fähigkeit mit Waldgeistern und einer tiefen spirituellen Verbindung zur Natur. Obwohl Telepathie ein umstrittenes Konzept ist, spiegeln diese Geschichten ihre enge Beziehung zur Umwelt wider. Diese Fähigkeiten hallen durch den Wald. Aber was passiert, wenn der Wald mit seiner eigenen Neugierde zurückspielt? Die schelmischen Affen von Bill Forrest. Der Bill Forrest im Herzen des Kongo-Beckens ist ein üppig bewachsenes Gebiet mit einer reichen Tierwelt, vor allem mit intelligenten und sozialen Schimpansen. Diese Schimpansen benutzen Werkzeuge wie Steine und Stöcke, um zu jagen und Nahrung zu sammeln, und zeigen dabei Problemlösungsfähigkeiten und kulturelles Verhalten. Sie leben in komplexen Gruppen mit klaren Hierarchien und einer einzigartigen Art der Kommunikation. Auf der Suche nach Früchten, Samen und Insekten passen sie sich gut an ihre Dschungelumgebung an. Sie sind verspielt und neugierig und interagieren manchmal mit Menschen. Wissenschaftler untersuchen sie weiterhin, um Erkenntnisse über die Intelligenz und das Verhalten von Tieren zu gewinnen. Die brutalen Kobaltminen im Kongo. Die Demokratische Republik Kongo spielt eine wichtige Rolle bei der weltweiten Produktion von Kobalt, einem wichtigen Mineral, das in wiederaufladbaren Batterien in Telefonen, Laptops und Elektrofahrzeugen verwendet wird. Die meisten dieser Bergbaubetriebe befinden sich in der südlichen Region Katanga. Kobalt ist zwar für die moderne Technologie unverzichtbar, aber der Prozess der Kobaltbeschaffung hat zu anhaltenden Diskussionen über Sicherheitsstandards und die Bedeutung verantwortungsvoller Praktiken geführt. Internationale Organisationen und Branchenführer suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die ethische Beschaffung, verbesserte Transparenz und nachhaltige Entwicklung in Bergbaugemeinden zu unterstützen. Doch während die Welt auf den Mineralienreichtum des Kongo blickt, werden andere von etwas viel Älterem und viel Geheimnisvollerem angezogen. Tief unter demselben Boden sprechen lokale Legenden von alten Ruinen und vergessenen Zivilisationen, die jenseits der Reichweite moderner Landkarten liegen. Zinj, die verlorene Stadt des Kongo. Daitzinji, auch bekannt als die vergessene Stadt, ist eine legendäre Stätte, die in der Virunga-Region des Kongo versteckt sein soll, obwohl sie nie gefunden wurde. Wird sie als eine reiche, fortschrittliche Stadt beschrieben, die von einer alten Zivilisation erbaut wurde. Der Name könnte von einem Wort stammen, das Schwarz bedeutet und sich auf die frühen Bewohner der Insel bezieht. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert suchten Entdecker wie Henry Morton Stanley und Richard Francis Burton danach, angezogen von Geschichten über Reichtümer in Gebäuden, die aus einem geheimnisvollen, haltbaren Metall gefertigt waren. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Existenz von Zinj unbewiesen und von Spekulationen umgeben. Und welche Kraft könnte solch mächtige Zivilisationen geformt haben? Die Antwort liegt vielleicht unter der Erde. Und es rumpelt immer noch. Das Land der Vulkane. Der Kongo, der oft als Land der Vulkane bezeichnet wird, beherbergt aktive Gipfel wie den Berg Uragongo und den Nyamuragira in den Virunga-Bergen. Der Nyamuragira in der Nähe von Goma bricht häufig aus und kann die umliegenden Gemeinden und die Tierwelt bedrohen. Der Nyamuragira produziert auch Lavaströme, die auf Siedlungen treffen können. Trotz dieser Risiken ziehen die Vulkane Wissenschaftler aus der ganzen Welt an, die die einzigartige Geologie der Region erforschen. Ihre Aktivität verdeutlicht die dynamische und sich ständig verändernde Natur der kongolesischen Landschaft. Doch nach Vulkanen und Ruinen bleibt eine Frage offen. Könnte der Kongo immer noch etwas wirklich Kolossales verbergen, das lebendig ist und darauf wartet, gefunden zu werden? Diamala. Tief im Kongo-Becken gibt es Legenden über eine Kreatur, die der Wissenschaft unbekannt ist. Die Einheimischen nennen es Imala, ein gewaltiges Tier, das sowohl einem Dinosaurier als auch einem Nashorn ähneln soll. Beschreibungen zufolge ist es über 7 Meter lang, hat eine zähe, schuppige Haut und ein einziges Horn auf dem Kopf. Seine Heimat sind abgelegene Sümpfe und gewundene Flüsse wie der Liala-Sumpf, der sich bis zu den Grenzen von Kamerun und Gabun erstreckt. Stämme wie die Baka haben seit Generationen Geschichten über den Imala überliefert, in denen seine gewaltige Größe und sein wildes Temperament beschrieben werden.
Entdecker des frühen 20. Jahrhunderts haben diese Berichte in ihren Tagebüchern festgehalten. Aber bis heute gibt es keine gesicherten Beweise für die Existenz dieses Wesens. Es bleibt eines der faszinierendsten Geheimnisse Zentralafrikas, ein Teil der wachsenden Welt der Kryptozoologie. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie leiten eine Expedition in den Dschungel. Wo würdest du zuerst hingehen? Zum flüsternden Baum? Zu den glühenden Steinen? Oder zur Höhle? In der Forscher verschwinden? Deine Mission beginnt jetzt. Wenn Ihnen diese Reise gefallen hat, tippen Sie auf den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie diese Seite, um weitere geheimnisvolle und unvergessliche Entdeckungen aus aller Welt zu machen. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, welches Land wir als nächstes erkunden sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer.